So, heute kümmern wir uns um das Thema mobile Stromversorgung. Und wenn man in der Werkstatt ist, dann ist das alles immer kein Problem. Man hat die Steckdose, steckt einen Stecker rein, kann loslegen mit dem Arbeiten. Aber was ist, wenn man irgendwo auf der Baustelle ist, irgendwo im Gelände, wo es keinen Strom gibt? Dann rufen heutzutage alle nur noch Akku, Akku, Akku. Und ich habe auch einen Akku. Aber der Akku ist definitiv oft nicht die beste Lösung und ist vor allen Dingen nicht die einzigste Lösung. Es gibt immer noch den guten alten Stromgenerator. Und ich zeige euch da heute ein paar Beispiele, der hat sich wirklich brutal entwickelt. Und gerade wir als Handwerker haben immer das riesengroße Problem, wir haben extrem stromhungrige Geräte und im schlimmsten Fall wollen wir mit unserer mobilen Stromversorgung sogar noch schweißen. Und schweißen ist da wirklich der Super-GAU. Wir werden uns das heute ganz einfach im Detail angucken. Ich habe verschiedene Versuche aufgebaut und ihr werdet sehen, so ein Stromgenerator, auch wenn die heute natürlich stark verteufelt werden, hat sich wirklich brutal entwickelt und ist meistens die deutlich bessere Lösung. Und wir müssen uns natürlich auch über das Thema Notstromversorgung Gedanken machen. Man hat das im Winter in Berlin gesehen. Ich bin kein Crash-Prophet, trotzdem sieht man, die Einschläge kommen näher und auch da ist der Akku eigentlich keine richtige, vernünftige Lösung. Auch da ist der Stromgenerator wirklich die einzigste vernünftige Lösung und das gucken wir uns zusammen mal in diesem Video an und ich habe mich da relativ intensiv mit beschäftigt und ihr werdet da Fakten sehen, von wegen, die euch so sonst keiner erzählt. Und dass man irgendwo vom Verbrenner weg will, ist immer eine Sache, aber es muss halt auch immer funktionieren. Und das ist beim Akku oft nicht gegeben. Das muss man nüchtern analysieren. Und die wichtigste Frage, die ihr mir immer wieder stellt, was ist eigentlich mit dem Schweißen und der mobilen Stromversorgung? Auch dazu werde ich euch gleich ein paar Fakten zeigen, werde euch ein paar schöne Versuche zeigen. Aber machen wir doch einfach mal den Vergleich zwischen Akku und modernen Generator. Nebenbei gucken wir uns einen modernen Inverter-Stromgenerator mal ein bisschen näher an, weil das hat fast keiner auf dem Schirm. So ein Akku hat natürlich viele Vorteile, aber auch entscheidende Nachteile. Riesenvorteil ist, der ist leise. Das heißt, den höre ich nicht. Maximal habe ich da oben so ein leichtes Lüftergeräusch. Und der hat natürlich im Gegensatz zum Generator keine Abgase. Ich kann den also in einer Halle oder in einer Werkstatt oder auch im Gebäude ganz einfach betreiben. Riesengroßer Nachteil, ich habe 2 Kilowattstunden an Kapazität, wenn ich mit massiven, großen Werkzeugen arbeite, eventuell auch schweiße, dazu kommen wir gleich noch, dann ist der natürlich auch extrem schnell leer. Und was ist dann? Dann muss ich eine Steckdose, ich muss den wieder laden, das dauert dementsprechend. Oder oft wird natürlich auch immer Solar propagiert. Ich bin ein Riesenfan von Solar, aber in dem Fall ist es so, ich will arbeiten, ich will irgendwo was machen. Wenn ich da Solarpanels anschließe, könnte man zum Beispiel 2000 Watt hier anschließen, dann dauert das dementsprechend. Selbst bei bestem Wetter dauert es dann 2-3 Stunden, dass das ganze Teil wieder voll ist. Bei so einem Tag wie heute wird es wahrscheinlich 6-8 Stunden dauern. Ist heute sehr bewölkt. Und auf der anderen Seite, nachts könnte ich das natürlich gar nicht aufladen. Also Solar ist eine schöne Lösung, aber sicherlich nicht, um irgendwo eine Stromversorgung an Stellen herzustellen, wo ich arbeiten will, wo keine Stromleitung ist. Und da ist halt ein moderner Stromgenerator deutlich im Vorteil, weil hier speichere ich nicht Energie, hier erzeuge ich Energie. Das heißt, solange ich in irgendeiner Form ganz normales Benzin habe, hier oben passen 11 Liter rein, da kann er 6 Stunden maximal mitarbeiten, kann ich hier mit meinen eigenen Strom erzeugen. Das Ganze hat natürlich auch 2 Nachteile. Ich habe Abgase, muss das Ganze also draußen benutzen, habe aber auf der anderen Seite natürlich auch immer noch einen gewissen Lärm. Das ist eine ganz andere Liga, das zeige ich euch gleich, wenn ich den mal anmache, als wir das früher gewöhnt waren von irgendwelchen großen Stromgeneratoren. Die musste man sonst wie weit wegstellen, weil sie sonst so extrem laut waren. Aber ich kann damit dauerhaft Strom erzeugen. Das heißt, wenn ich den mit auf eine Baustelle nehme, wenn ich den mit auf irgendein Event nehme oder irgendwas, dann kann ich dauerhaft meinen Strom erzeugen. Ich habe hier bei dem, das ist natürlich ein richtiges großes Gerät, 5500 Watt maximal, kann also auch sehr stromhungrige Geräte hiermit betreiben und das nicht irgendwo nur eine Stunde oder 1,5 Stunden, sondern das wirklich dauerhaft. Und wenn wir jetzt an den schlimmsten Fall denken, dass wir einen Stromausfall haben, dann hätten wir hier vielleicht für 2, 3 oder maximal für 4 Stunden eine Notstromversorgung. Danach wäre aber Schluss. Mit Solar, wie das im Winter in Berlin war, bräuchte ich nicht anfangen. Also müsste ich irgendwo hin das Ganze wieder 2, 3 Stunden aufladen. Da ist der Generator natürlich auch deutlich im Vorteil. So einen Generator kann ich so lange betreiben, wie ich will, solange ich wirklich irgendwo Sprit habe und das Ganze nachfüllen kann. Der hat einen 11-Liter-Tank. Mit diesem 11-Liter-Tank, je nachdem natürlich, wie viel Energie man verbraucht,
kommt man 6 bis 7 Stunden maximal aus, kann den also dauerhaft nutzen, kann damit wirklich dauerhaft eine Stromversorgung herstellen. Man kann den draußen haben, hat ganz einfach eine Fernbedienung, drückt man auf den Knopf, dann geht das Gerät an. Man kann den normal betreiben oder man kann den auch in einem Eco-Modus betreiben. Dadurch läuft der sehr effizient. Ich habe den vorhin ganz einfach zu Hause erstmal in Betrieb genommen und habe damit die Waschmaschine betrieben und habe danach den Trockner betrieben. Hat völlig problemlos geklappt. Eine Waschmaschine braucht ungefähr so 2000, 2200 Watt. Also man kann damit wirklich auch leistungshungrige Geräte betreiben. Ich habe hier in dem Fall einen 90-Minuten-Zyklus bei der Waschmaschine durchlaufen lassen, habe hinterher den Trockner eine Dreiviertelstunde benutzt. Alles hat das Gerät problemlos gemacht und ich habe noch eine Menge an Sprit übrig, dass ich danach auch wirklich noch mal mit euch zusammen das Schweißen ausprobieren kann. Und die meisten denken bei Stromgenerator immer noch an diese alten Aggregate auf Baustellen. Die hat man immer möglichst weit weggestellt, weil die wirklich so viel Lärm, so viel Dreck gemacht haben. Und die hatten noch einen entscheidenden anderen Nachteil, das hat so ein Gerät nicht mehr. Die haben keinen vernünftigen Sinusstrom produziert. Jetzt ist die Frage, was ist Sinusstrom? Das ist im Prinzip ganz einfach zu erklären. Wir haben unsere normale Steckdose und hier kommt Sinusstrom raus. Das heißt, wir haben Wechselstrom und der schwingt mit einer 50 Hertz Frequenz und das in perfekten Sinuswellen. Und sowas wollen wir auch wirklich haben. Das konnte ein alter Generator nicht erstellen. So einer kann sowas erstellen. Wie macht er das? Es ist ein Inverterstromgenerator. Das heißt, wir produzieren hier erstmal Strom. Der ganze Strom wird dann vom Inverter gleichgerichtet und wird dann wieder zu perfekten Wechselstrom umgewandelt. Das ist ein sehr effizienter Prozess und das sorgt am Ende des Tages dafür, dass so ein Generator sehr effizient läuft und auf der anderen Seite, dass das, was hier vorne rauskommt, perfekter Wechselstrom ist für unsere Geräte nicht beschädigt und unsere Geräte auch wirklich perfekt laufen lässt. Also man sieht, da hat sich die letzten Jahre wirklich extrem viel getan und ein Generator ist heute wirklich nicht mehr ein Generator. Da gibt es wirklich riesengroße Unterschiede. Und so ein Generator hier, den kann man innerhalb von 1, 2 Minuten erklären. Das heißt, wir müssen hier unten erstmal Öl reinbringen. Das ist natürlich ein Motor, der braucht Öl. Öl ist nicht in so einem Motor drin, wenn der verschickt wird oder in so einem Gerät. Dann haben wir hier oben den Einlass für Benzin. Hier kommt ganz normales E10 Benzin rein. Wir haben hier die Anzeige für den Füllstand. Da kann man das relativ genau sehen. Das ist dann hier die Startautomatik, das heißt, das drehen wir rum. Wir haben innen eine Starterbatterie und können das dann damit starten. Oder wir haben alternativ immer noch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Seilzug zu starten. Und für das Gerät gibt es auch eine Fernbedienung. Also wenn ich drinnen irgendwo sitze, ich brauche abends keinen Strom mehr, drücke ich auf den Taster, das Ganze geht an. Am nächsten Morgen brauche ich wieder Strom, drücke ich wieder drauf, das Ganze geht wieder an. Da brauche ich nicht jedes Mal zum Generator hinlaufen. Ich habe dann hier vorne so einen Bügel, da kann ich das Ganze wie ein Trolley hinter mir herziehen. Hier hinten hat er auch ganz normal Rollen. Der ist also nicht ganz leicht, der wiegt 40 Kilo, ist natürlich auch eine große Variante. Gibt es auch deutlich kleinere Varianten von. Ich wollte es natürlich mal hier wirklich groß machen, um damit auch mal richtig vernünftig zu schweißen. Und dann haben wir hier verschiedene Steckdosen. So, jetzt wollen wir nicht nur quatschen, jetzt wollen wir natürlich auch mal einen richtigen Leistungstest machen. Das leistungsstärkste Werkzeug, was ich in meiner Werkstatt habe, ist diese Metallkreissäge. Die hat 2200 Watt. Und jetzt kann ich bei dem Generator ganz einfach einmal auf den Knopf drücken, dann springt der an, dann springen vorne die Lampen um, dann ist er einsatzbereit. Innerhalb von wenigen Sekunden ist das so. Und dann kann ich loslegen. Kann hier ganz normal mit dem Generator sägen. Das funktioniert völlig problemlos. Das habe ich natürlich auch mit dem Akku gemacht und auch mit dem Akku funktioniert das völlig problemlos. Was natürlich noch mehr Leistung braucht, ist mein Druckluftkompressor. Und den habe ich hier auch mal einfach an den Stromgenerator angeschlossen. Und da sieht man, das funktioniert auch völlig problemlos. Nebenbei habe ich gleich mal die Lautstärke gemessen. Ich bin hier mit der Handy-App, sowas ist leider nie so richtig genau, ungefähr so bei 75, 80 dB. Ist also nie so ganz leise, aber es ist kein Vergleich zu den Stromgeneratoren von früher. Also das ist schon eine ganz, ganz andere Liga. Und man sieht, der Stromgenerator schafft es selbst, diesen Druckluftkompressor. Der hat immerhin 2900 Watt. Ist so das stärkste Gerät, was man noch an einer 230 Volt Steckdose betreiben kann. Man kann den hier problemlos mit betreiben.
Das gleiche habe ich jetzt auch mit dem Akku ausprobiert und dann sieht man, der Akku geht sofort auf Störung. Also mit dem Akku kann man das nicht mehr betreiben. Der Stromgenerator oder der Inverter-Stromgenerator schafft das noch völlig problemlos. Und hier sieht man an dem Akku von wegen, der geht sofort gleich auf Störung. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Schweißen am Akku oder am Generator beschäftigen, dann muss man sich prinzipiell erstmal so ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Wir haben eine ganz normale Steckdose, 230 Volt, 16 Ampere, das Ganze Wechselstrom. Das ist jetzt ein kleines, kompaktes Gerät. Es ist ein moderner Inverter, der wandelt den Strom in Gleichstrom um. Und wir sind dann hinterher bei so einem Gerät hier ungefähr bei 20 Volt und bei 120 Ampere, wenn wir da mit Fülldraht schweißen zum Beispiel. Und dann kann man sich das Ganze ausrechnen, dann ist man ungefähr bei so 2200 Watt. Und da sind noch nicht die Verluste eingerechnet durch das Umwandeln. Das heißt, wenn ich hier die Stromaufnahme messe oder so, dann sind 3000 Watt schon wirklich so eine Sache, wo ich sagen kann, ja, das werde ich damit schon verbrauchen. Und so kann man sich das Ganze eigentlich bei jedem Schweißverfahren relativ schnell ausrechnen. Ungefähr immer 10 bis 20% Verlust beim Umwandeln. Wenn man es noch korrekter haben will, dann kann man sich so eine Strommesszange nehmen, kann hier ganz einfach beim Schweißen messen, kann dann hier die Stromaufnahme messen und dementsprechend dann seinen Stromgenerator oder den Akku auswählen. Jetzt gibt es noch einen riesen Unterschied zwischen den Schweißverfahren. Ich habe das Gerät hier mit dem Stromgenerator und dem Akku zusammen in meinen Garten genommen, habe hier mit 120 Ampere problemlos Fülldraht ohne Gas geschweißt, habe hier auch mit 120 Ampere problemlos eine Elektrode verschweißt. Das ist also mit so die beste Lösung. Das funktioniert völlig problemlos mit dem Stromgenerator. Der Akku schafft nur so ungefähr 90 bis 100 Ampere. Dann ist relativ schnell Schluss, dann geht der halt relativ schnell immer auf Störung und der geht nicht nur für eine Sekunde auf Störung, der ist dann halt gleich immer aus. Da muss ich wieder die Steckdose betätigen, drücken und dann kann ich es wieder neu versuchen. Also da schafft der Stromgenerator schon einiges mehr. Was ich grundsätzlich nicht empfehlen würde, ist das Max-Schweißen. Wenn man so ein standardmäßiges Max-Schweißgerät hat, dann kann man sich den Prozess ganz einfach angucken. Und da ist es im Prinzip immer wieder so, als wenn kleine Kurzschlüsse entstehen. Der Draht kommt hier raus, trifft in das Schmelzbad. Das ist in der Mikroaufnahme wie immer so ein kleiner Kurzschluss. Das überlastet so ein Akku gleich. Also man kann hier nicht mal irgendwo kurz mit so einem Akku schweißen. Mit so einem Generator würde ich das auch nicht empfehlen. Was immer sehr gut funktioniert mit dem Akku, aber auch mit dem Stromgenerator. Mit dem Stromgenerator habe ich das eben auch ausprobiert, ist das Wickschweißen. Wenn man Wickschweißen mit einer Strommesszange misst, dann sieht man, das ist immer wirklich sehr gleichbleibend von der Stromaufnahme. Da gibt es nicht diese Spitzen, da gibt es nicht diese Kurzschlüsse. Dementsprechend kann man mit so einem Generator mit 150 Ampere noch problemlos Wickschweißen. Das habe ich hier ausprobiert. Beim Akku ist es ein bisschen niedriger. Beim Akku ist man auch wieder nur so um die 90, 100 Ampere. Der ist da relativ schnell überlastet. Das sind so praktische Erfahrungen. Also ich würde immer die Elektrode empfehlen. Ich würde ein Fülldrahtschweißgerät empfehlen, wenn man irgendwo mobil schweißt oder halt das Wickschweißen. Mac-Schweißen würde ich in der Form nie empfehlen. Von wegen, das funktioniert in der Praxis gerade mit einer bisschen höheren Leistung. Eigentlich mit keinen normalen Akkus, mit keinem normalen Stromgenerator. Da muss man schon richtig massiv aufrüsten, dass man da richtig riesengroße professionelle Technik hat, um das Ganze zu nutzen. So, das können wir jetzt hier ganz einfach testen. Das heißt, ich habe meine Fernbedienung, Stromgenerator steht draußen. Ich drücke hier drauf, springt er an. Jetzt können wir anfangen mit Wickschweißen. Gerät ist angeschlossen, Gerät ist da. Ich kann hier auf maximal 150 Ampere das Ganze einschalten und dann können wir loslegen. So, und wenn wir mit dem Schweißen fertig sind, dann drücken wir einfach auf die Fernbedienung und dann geht der Stromgenerator wieder aus. Völlig problemlos.
Ich denke mal, man sieht an diesen Tests und diesen Aufnahmen, dass es nicht immer nur Akku gibt. Auch in vielen Bereichen ist ein Stromgenerator immer noch eine deutlich bessere Lösung und vor allen Dingen auch die einzigste sinnvolle Lösung. Und gerade so ein moderner Inverter-Stromgenerator hat sich natürlich toll entwickelt. Damit hat man tolle Möglichkeiten. Es gibt viele Bereiche, da ist der Akku sinnvoll. Es gibt aber auch viele Bereiche, da ist der Inverter-Stromgenerator deutlich besser. Und das sieht man halt in diesem Video. Ich habe mal versucht, das Ganze relativ nüchtern zu analysieren, auszuprobieren und hier mit euch zu teilen. Und wenn ich mir sonst das immer anhöre, hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch Akkus auf dieser Welt. Und wofür gibt es eigentlich noch Stromgeneratoren? Das ist natürlich völliger Blödsinn. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Generator verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Gibt es in mehreren verschiedenen Größen. Ich hatte mir den größten ausgeliehen, den werde ich jetzt wieder zurückgeben. Und was ich noch ganz kurz loswerden will, ich habe an einer Stelle hier ganz einfach in der Werkstatt den Generator angemacht oder an 2, 3 kleinen Stellen. Das ging heute technisch leider bei mir nicht anders. Dementsprechend habe ich das hier in der Werkstatt aufgenommen, habe einen Mundschutz, Atemschutz aufgesetzt und habe hinterher die Werkstatt gut gelüftet. Normal sollte man den natürlich nie in einer Werkstatt oder in einem Gebäude betreiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni. Ich finde das geil mit der Fernbedienung, das könnte ich den ganzen Tag machen. Das heißt, hier einmal aus der Entfernung draufklicken und dann ist er an und dann können wir loslegen mit Schweißen mit dem Generator.